Meine Zöglinge haben sich richtig prächtig entwickelt und jetzt wird es Zeit, dass sie hier ausziehen aus der Kinderstube und in größere Gefäße kommen. Das sind die Tomaten, die haben noch ein bisschen dünne, schlanke Stiele, aber das macht nichts, weil die Stiele bilden ja später auch wieder Wurzeln, deswegen pflanzen wir die dann viel tiefer ein. Also muss ich jetzt pikieren, das heißt, die werden umgetopft und bis zum ersten Blattpaar eingepflanzt, weil die bilden wieder neue Wurzeln an den Stielen. Und zwar genau dort, wo man diese ganzen kleinen vielen Härchen sieht. Vor dem Pikieren wartet aber noch jede Menge Arbeit auf mich, denn ich muss diese ganzen kleinen Behälter aus Zeitungspapier falten. Wir könnten, wenn wir große Zeitungspapier, also die ganze Seite nehmen, kriegen wir so einen größeren Behälter, oder wir können auch die Seite halbieren, dann habe ich ein bisschen kleinere Behälter. Die Länge des Behälters kann ich auch noch beeinflussen. Und zwar, fangen wir mal an. Also hier einmal rüber, da einmal rüber. Kennen wir sicher noch vom Schiffchen bauen. Dann hier zur Mitte hin die Ecken einknicken. Auch auf dieser Seite. Die obere Seite nehmen und zweimal einfalten. Nein, nicht Schlampen. Dann drehen wir das Ganze um. Und jetzt könnt ihr die Größe beeinflussen. Wollt ihr sie lieber lang und tief haben oder möchtet ihr sie lieber kleiner und kompakt? Wenn ich sie lang und tief haben will, wie ich es jetzt brauche für meine Tomaten, also dass die wirklich mit dem ganzen Stiel rein können, damit die hier ihre Wurzeln ausbilden können, gehe ich einfach etwas über die Mitte. Also ich falte sie nicht hier, dann würde ich einen quadratischen Kasten bekommen. Der sieht dann so aus, also so, sondern ich gehe über die Mitte hinweg, sodass ich hier sehe, hier habe ich schon meine Länge ungefähr. Man sollte natürlich sehen, dass die beiden Seiten gleich sind, damit der Behälter einigermaßen gerade steht. Das ist aber auch nicht wild, wenn die sind nachher bei mir so dicht gedrängt, das ist sowieso egal. So, dann kniffe ich das hier noch zusammen. Hier mache ich mir noch einen kleinen Falz, weil ich den gleich auffächern möchte. Und schon ist meine Tüte fertig. So einfach geht das. Hier noch einen Kniff rein und da noch einen Kniff, damit die stabiler ist. Und schon können meine ganzen Tomaten einziehen. Nachdem ich jetzt also gefaltet habe wie ein Weltmeister, habe ich mir auch meine kleinen Kinderlein genommen. Und dann werde ich mal mit den größten anfangen. Und zwar sind das die, wie sollte es anders sein, Fleischtomaten. Dann wollen wir mal loslegen. Erde habe ich schon ein bisschen drin. Jetzt nehme ich mir noch dazu ein wenig Kaffeepulver. Also natürlich von schon gemachtem Kaffee, also Kaffeesatz sozusagen. Den rühre ich da mal so ein bisschen drin rum. Hier habe ich eine Fleischtomate, also 3 Stück. Und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir die hier gut rauskriegen und dann da eingetopft bekommen. So, jetzt holen wir die mal hier raus. Unsere 3 Freunde. Ich nehme entweder dazu so eine kleine Kuchengabel. Oh, guck mal, die sind ja sogar schon durch den Behälter durch, aber ich muss sie ja vereinzeln. Entweder eine kleine Kuchengabel nehmen oder ein Essstäbchen reicht auch, da muss ich mir kein Hölzchen holen zum Pikierhölzchen. Jetzt zerbrösel ich mal hier ein bisschen die Erde. Die ist ziemlich trocken, das ist auch gut so, will ich auch so haben, weil dann kann ich die leichter auseinandernehmen. So, und jetzt sehen wir, hier sind unsere Keimblätter. Das eine ist schon mehr oder weniger vertrocknet, das andere kann eigentlich auch ab. Und jetzt pflanzen wir die, ehemals standen sie hier, wir pflanzen jetzt dieses ganze Stück einfach rein in die Erde. Jetzt machen wir uns hier eine kleine Kuhle. So. Dann kommt die Erde drumherum. Sodass die ersten richtigen Blätter, die ersten sind, die aus der Erde schauen. Und dann ist die ganz fleißig, macht neue Wurzeln und wird richtig kräftig. Also selbst wenn man mal Pflänzchen-Jungpflanzen hat, die so ein bisschen hochgegeilt sind, ist es bei Tomaten überhaupt kein Problem. Alles andrücken. Das
Das macht denen gar nichts. Also jedenfalls nach meiner Erfahrung. So, die gieße ich dann auch richtig an. Und schon haben sie ihr neues Zuhause gefunden und können groß und stark werden. Schließlich brauchen wir ja noch ein bisschen, bis kein Frost mehr droht. Also so ab Anfang, Mitte Mai können die dann raus. Nach einer Eingewöhnungszeit. Und schon sind all meine Freunde umgezogen und können jetzt weiter wachsen. Und unter der Pflanzenlampe fühlen sie sich sichtlich wohl. Jetzt kriegen sie alle noch einen Hafen Wasser. Und dann warten wir ab, bis wir sie rauspflanzen können.